Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich möchte dir heute das Schloss Weiher zeigen und dir ein wenig die Geschichte von ihr erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's. Eingebettet ins Murtal, nahe Fronleiten, erzählt Schloss Weiher eine Geschichte. Eine Geschichte von Adel und Macht, die bis in die frühen Jahrhunderte des Mittelalters zurückreicht. Zurück ins frühe 13. Jahrhundert. Das Land gehörte den Eppsteinern, einer der mächtigsten Familien der Region. In ihrem Dienst errichteten die Rabensteiner an einem wichtigen Verkehrsweg die erste Befestigung. Der Ursprung dessen, was heute als Schloss Weiher bekannt ist. Bereits in der Mitte des 13. Jahrhunderts erfolgte ein entscheidender Ausbau. Die Grafen von Pfamberg übernahmen das Anwesen und ließen die Anlage zu einer Wasserburg erweitern. Diese Bauform, umgeben von Wassergräben, bot zusätzlichen Schutz und prägt das Erscheinungsbild bis heute. Um das Jahr 1400 tritt erstmals ein Name aus der Geschichte hervor. Und was für ein Name! Weichert von Weiher, ein treuer Dienstmann, war der erste namentliche bekannte Bewohner dieses Ortes. Mehr noch, er gab dem Schloss seinen Namen. Einen Namen, der bis heute trägt, was dieser Mann einst verkörperte. Mit dem Aussterben der Pfamberger im 14. Jahrhundert begann für Schloss Weiher eine Zeit des Wandels. Eine Zeit, in der kein Besitzer lang blieb. Die Grafen von Zilli übernahmen zunächst das Erbe, doch schon 1373 wechselte das Schloss erneut die Hände, diesmal an die Grafen von Montfort. Nur 2 Jahre später, 1375, ging es als Lehen an Gebhard von Waldstein über. Schloss Weiher war zum Spielball politischer Mächte geworden.
Nach 1451 wurde aus einem Schloss ein geteiltes Erbe. Die Eibeswalder und die Rattmannsdorfer beanspruchten gemeinsam das Schloss Weiher. Zwei stolze Adelsgeschlechter, die sich einen Ort teilten, der eigentlich keinen Platz für zwei Herren zu haben schien. Christoph von Rattmannsdorf hatte einen Plan und er führte ihn durch. Bereits 1489 begann er, die umliegenden Güter zu erwerben, eines nach dem anderen. 1502 war das Werk vollendet. Was einst geteilt und zersplittert war, gehörte wieder zusammen. Schloss Weiher war kein halber Besitz mehr. Es war wieder ein ganzer, mächtiger Herrschaftssitz. Im Jahr 1560 übernahm Wilhelm von Rattmannsdorf das Schloss. Er gab der Anlage weitgehend ihr heutiges Aussehen und ließ es im Stil der Renaissance umbauen. Fast anderthalb Jahrhunderte lang war Schloss Weiher fest in den Händen der Familie Rattmannsdorf. Doch 1667 brachte eine Heirat, was kein Krieg und kein Streit vermocht hätte. Das Schloss wechselte den Besitzer und mit Ferdinand Ernst Graf Herberstein begann ein neues Kapitel seiner Geschichte. Nur kurze Zeit später, im Jahr 1659, kaufte Sebastian Haid zu Heideck das Schloss. Er machte es zu einem sogenannten Fideikommiss, einem unveräußerlichen Familienbesitz. Die Familie Heideck blieb bis 1822 Eigentümer. In dieser Zeit kam es zu zahlreichen Umbauten, darunter die Neugestaltung der Schlosskapelle im Jahr 1750. Eine Zwangsversteigerung im Jahr 1822 und plötzlich gehörte Schloss Weiher einem der einflussreichsten Fürsten Europas. Nikolaus Esterházy erwarb das Schloss und ließ es nicht mehr für sich alleine stehen. Er verknüpfte es mit der Herrschaft Pfamberg und fügte es damit in ein größeres Machtgefüge ein.
Nach weiteren Besitzerwechseln gelangte das Schloss schließlich im Jahr 1872 in den Besitz der Familie Mayr-Melnhof. Die Familie ließ das Schloss umfassend restaurieren und nutzte es später als Wohn- und Versorgungsort für Mitarbeiter ihrer Betriebe. Heute dient Schloss Weyr als Seniorenwohnheim, wobei die historische Substanz weitgehend erhalten geblieben ist. Auch der Schlosspark mit seiner Allee und einem künstlich angelegten Teich erinnert an die einstige Bedeutung der Anlage als repräsentativer Adelssitz. Vom mittelalterlichen Wehrbau über die Wasserburg bis zum heutigen Schloss. Schloss Weyr erzählt die Geschichte von über 800 Jahren steirischer Geschichte, geprägt von Macht, Wandel und Beständigkeit. Manche Orte tragen die Zeit nicht als Last. Sie tragen sie als Würde. Schloss Weyr ist ein solcher Ort, eingebettet in die Landschaft des Murtals. Still und unerschütterlich blickt es auf Jahrhunderte zurück und steht doch fest im Heute, als lebendiges Denkmal einer Geschichte, die nie ganz vergangen ist. Ja, das war das Video und die Geschichte vom Schloss Weyr hier in Fronleiten. Ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht und du lässt mir einen Daumen hoch da, abonnierst meinen Kanal, somit verpasst du keine weiteren Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein GoTraveler. Also,